Hallo, hallo. Ich habe da einige neue Kartenrohlinge mir da vorbereitet. Ich möchte noch solche einfache, ohne viel drauf Karten basteln zu Weihnachten noch. Habe jetzt dafür den alten Block aus Action rausgeholt. Weihnachtlich Thema, ne? Und auch diese, wie immer aus dem Cardstock, so naturfarbene kleine Strukturen. Ne? Dafür jetzt auch noch mir zugeschnitten. Da habe ich noch ein paar, so einen fertigen auch aus dem schwarzen Cardstock noch. Möchte ich auch jetzt nutzen. Und das Glitzerpapier habe ich aus diesem Block rausgeholt. Hier noch die Farbe, sie ist ja auch aus Action, aus der Kinderbastelabteilung. So, also ich habe jetzt diese Bögen mit solchen Christmas Dinner Karten, ne? Jetzt geteilt und mir da diese Kärtchen rausgeschnitten. Ne? Mit denen kann man auch noch was machen, würde ich sagen. So, und habe jetzt farblich so ein bisschen sortiert. Und da passend zu dem Rolling habe ich jetzt auch noch hier Papiere so ein bisschen mir da ausgesucht aus diesem Block, wie gesagt. Hier dieses Papier und diese Tannenbäumchen, ne? Da habe ich jetzt als Hintergrund und Glitzerpapier. Eben diese drei Farben, ne? Ich sagen, ausgesucht. Designpapier eben das und das dann. So, sollte passen und ja, werde ich jetzt zusammenbauen. So, da möchte ich noch die Kartenrohlinge falzen. Ich habe da erstmal zusammengesucht, wie ich die möchte haben. 3 Varianten. So, bei 14,5. Jawohl. Genau. So, dann habe ich sie gefalzt alle und gefaltet. Das sind die Kartenrohlinge. So und so soll die Karte dann sein. Ich glaube, ich werde nicht distressen, einfach aufkleben. Ne? Dieser Hintergrund hat auch so eine Glitzerfolierung, ne? Auch recht hübsch. So. Eins, dann das nächste. Voll süß, ne? Diese Motive.
Das sind so Karten, ne, die man dann so schneller machen kann, ne? Mit wenig Zeitaufwand. Ja, erstmal soll sie entstehen, ne? Das soll ja auch alles passen. Und dann, ja, dann geht's ruckzuck, ne? Immer das Wichtigste. Diese Zusammensetzung, ne? Erstmal finden, was und wie. So, das zweite. So, das ist die dritte. Und dann kommt noch diese vierte. Ja, ich habe auch dieses dünne Glitzerpapier gewählt, weil es leicht ist, ne? Weil das die Karte leicht bleibt, ne? Nicht so beschweren, weil schwere Cardstock und dann auch noch dieses dicke Glitzer-Cardstock und so weiter. Das macht schon die Karte schwer. Und so hat man die auch etwas leichter zum Verschicken, dass das Porter nicht steigt und so weiter. Ne? Dafür noch auch geeignet. Besser sozusagen auch noch dieser Punkt noch berücksichtigt. Ne? Weil manche Karten, ja, die so richtig mit Technik oder etwas, eine Besonderheit drin, die haben auch Gewicht, ne? Die sind dann schwer, weil sie mehrlagig sind oder gefaltet. Dann kommt das hier dann auch entsprechend wiegen, ne? Und dann ist es auch gut, wenn man auf solche einfache Karten auch bastelt, die normales dann Briefgewicht haben. Dann. So, dann bist auch du soweit. Und das, so, das da. So, dann wird zusammengebaut. Ja, und auf Glitzerpapier, ne, wisst ihr ja, da muss schon starkes Klebeband sein, weil das nicht hält. Ein einfaches oder Flüssigkleber, da muss Spezielles dran. Ne? So, dann das noch. So, dann kommt die Karte. Ja, finde ich echt schön, ne? Da kommt noch ein Einleger rein. Voll gut. So, die nächste. So, dann.
So ein feuriges Rot, ne? Dann kommt das dann. So, die zweite Variante. So, dann ist es dieses und dann noch mit dem Pink hatte ich noch. Ja, und ich habe mir überlegt, dann kann ich ja passende Schmucksteinchen passend zu dem Rand mir einfach dann nehmen und den Farbenunterschied so ein bisschen ausgleichen damit. Ne? So, also sehen die Karten aus. Jeder hat auch einen Spruch schon. Aber ich schaue mal, vielleicht klebe ich noch was drüber. Passend oder lasse ich sie so. Ist echt. Diese ist auch echt schön geworden. Ne? Da kommt noch ein, wie gesagt, Einleger rein. Ne? Bei denen braucht man nicht und dann hat man schon so eine schöne Karte. Ruckzuck und fertig. Ne? Und auch Themen, würde ich sagen, ist es voll schön. Ne? So, ihr Lieben, dann war's das. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.